Laut Stoa ist Tugend die einzige Voraussetzung für ein glückliches Leben. Warum Güter wie Gesundheit, Reichtum, Freundschaft oder gesellschaftliches Ansehen für ein gutes und gelungenes Leben keine Rolle spielen, erfährst du in diesem Video. Die Stoa unterscheidet 3 Klassen von Dingen. Erstens die guten, zweitens die schlechten und drittens die indifferenten. Gut ist nur die Tugend. Tugend wird dabei gleichgesetzt mit Wissen. Ein tugendhafter, guter Mensch verfügt über Wissen, hat also ausschließlich Erkenntnisse und keine Meinung. Seine Handlungen werden nur von der Vernunft bestimmt. Er handelt stets rational. Schlecht ist nur das Gegenteil von Tugend, also Unwissen, unbegründete Meinungen und irrationale Emotionen. Ein schlechter Mensch verfügt nicht über Wissen und handelt daher irrational. Alle anderen Dinge sind weder gut noch schlecht, sondern indifferent, gleichgültig. Zu den indifferenten Dingen gehören beispielsweise Gesundheit, Reichtum, Freundschaft oder gesellschaftliches Ansehen. Sie sind für das glückliche Leben, die Eudaimonia, nicht entscheidend, denn man kann auch ohne sie glücklich bzw. mit ihnen unglücklich sein. Die stoische Güterlehre geht auf Sokrates und seinen Schüler Platon zurück. In den Dialogen Euthydemus und Menon stellt der literarische Sokrates zunächst fest, dass das Gute nützlich sein muss. Gesundheit, Schönheit oder Reichtum sind jedoch für sich genommen weder nützlich noch schädlich, sondern ihr Nutzen hängt von ihrem Gebrauch ab. Bei richtigem Gebrauch können sie nützlich, bei falschem Gebrauch schädlich sein. Das einzige Gut ist für Sokrates daher das Wissen vom richtigen Gebrauch dieser Dinge. Dieses Wissen setzt er mit der Tugend gleich. Die Stoiker argumentieren ganz ähnlich wie Sokrates. Da Dinge wie Gesundheit, Schönheit oder Reichtum für sich genommen weder nützlich noch schädlich sind, sind sie irrelevant für das glückliche Leben und dürfen somit auch nicht Güter genannt werden. Nur die Tugend ist gut und erstrebenswert. Damit grenzen sich die Stoiker vor allem gegen die Aristoteliker ab. Auch für Aristoteles sind Tugenden die wichtigste Voraussetzung für ein glückliches Leben. Daneben benötigt man seiner Ansicht nach aber auch weitere Güter wie beispielsweise Gesundheit, Wohlstand, Freunde oder Schönheit. Das glückliche Leben liegt damit teilweise außerhalb unserer Kontrolle und hängt vom Schicksal ab. Äußere Umstände können ein glückliches Leben begünstigen oder erschweren. Für die Stoiker hingegen ist Tugend die einzige Bedingung für ein glückliches und gelungenes Leben. Äußere Umstände haben nur einen relativen Wert und sind daher unerheblich. Ein reicher Mensch kann ein lasterhaftes, zerstörerisches Leben führen, während ein armer Mensch tugendhaft und damit glücklich leben kann. Äußere Dinge stehen nicht unter unserer Kontrolle. Wir sollten uns daher nicht von ihnen abhängig machen. Diese Erkenntnis bedeutet nicht, dass alle äußeren Dinge überflüssig werden, sie ermöglicht aber einen besseren Umgang mit ihnen. Für ihre Güterlehre wurden die Stoiker bereits in der Antike kritisiert. Cicero, eigentlich ein Sympathisant der stoischen Philosophie, hält die stoische Güterlehre für unrealistisch. Da ein Mensch nicht nur Vernunft, sondern auch einen Körper besitzt, benötigt er für ein glückliches Leben außer der Tugend auch Gesundheit. Ein tugendhafter Mensch kann seiner Ansicht nach nicht glücklich sein, wenn er Schmerzen hat, beispielsweise wenn er gefoltert wird. Das hatten die Stoiker aber explizit behauptet. Die stoische Güterlehre, nach welcher nur die Tugend ein Gut ist, gehört für Cicero zu den sogenannten stoischen Paradoxien. Sie richten sich gegen die gängige Meinung. Laut stoischer Güterlehre ist nur die Tugend gut. Alle anderen Dinge, die gemeinhin als Güter bezeichnet werden, sind indifferent. Folgt daraus, dass all diese Dinge völlig wertlos und überflüssig sind? Nein, denn auch für die Stoiker gibt es innerhalb der indifferenten Dinge Wertunterschiede. Die stoische Werttheorie unterscheidet zwischen naturgemäßen und naturwidrigen Dingen. Naturgemäße Dinge haben einen positiven Wert und sollen normalerweise bevorzugt werden. Naturgemäß sind beispielsweise Gesundheit, Stärke, Schönheit, Reichtum oder gesellschaftliches Ansehen. Naturwidrige Dinge haben einen negativen Wert und sollen normalerweise vermieden werden. Naturwidrig sind beispielsweise Tod, Krankheit, Schwäche, Hässlichkeit, Armut oder ein schlechter Ruf. Rationales, vernünftiges Handeln bedeutet, naturgemäße Dinge zu wählen und naturwidrige Dinge zu vermeiden. Der Tugendhafte weiß, was naturgemäß und was naturwidrig ist und handelt entsprechend.
Die Differenzierung innerhalb der indifferenten Dinge war innerhalb der Stoa zunächst umstritten und wurde auch von außen kritisiert. Wenn nur die Tugend gut ist, sind dann nicht alle anderen Dinge gleichermaßen indifferent und damit wertlos? Nein, denn wenn alle indifferenten Dinge gleich wertlos wären, könnte auch der Tugendhafte nicht sinnvoll zwischen ihnen wählen und somit überhaupt nicht handeln. Er könnte sich weder um seine Gesundheit noch um seinen Besitz oder seine sozialen Beziehungen kümmern. Es wäre dann völlig gleichgültig, ob er krank, arm oder einsam wäre. Auch der Tugendhafte ist lieber gesund als krank, lieber reich als arm und lieber in Gesellschaft anderer Menschen als völlig allein. Aber warum eigentlich? All diese Dinge sind schließlich irrelevant für sein glückliches Leben. Nach der stoischen Eukaiosis-Lehre strebt der Mensch wie jedes andere Lebewesen zunächst nach seiner körperlichen Selbsterhaltung. Da der erwachsene Mensch im Unterschied zu anderen Lebewesen auch über Vernunft verfügt, strebt er zusätzlich nach Tugend. Damit wird das Streben nach körperlicher Selbsterhaltung jedoch nicht hinfällig. Betrachten wir einmal die Entwicklung des Menschen. Der Mensch strebt als kleines Baby zunächst triebhaft ausschließlich nach körperlicher Selbsterhaltung. Mit zunehmender Ausbildung der Vernunft steuern dann nicht mehr nur Triebe, sondern auch rationale Überlegungen seine Selbsterhaltung. Er strebt nun nicht mehr nur nach körperlicher Selbsterhaltung, sondern nach Wissen. Die Ausbildung der Vernunft ist beim Menschen nämlich ebenfalls Teil seiner Natur. Das Streben nach Wissen ist damit Teil des menschlichen Strebens nach Selbsterhaltung. Werden die rationalen Überlegungen des Menschen immer stimmiger und adäquater, gelangt er irgendwann an den Punkt, wo sie absolut konsistent und mit der Natur übereinstimmend sind. Alle Überlegungen bilden nun eine in sich stimmige, kohärente Theorie. Der Mensch hat den Zustand von Wissen erreicht und verfügt über Tugend. Nur die Tugend und damit Wissen ist laut Stoa gut und nur sie ist nötig für ein glückliches Leben. Damit werden aber die anderen Dinge, die der körperlichen Selbsterhaltung dienen, nicht wertlos. Auch diese Dinge haben einen positiven Wert. Der Tugendhafte bemüht sich also wie jeder andere Mensch auch um seine körperliche Gesundheit, seinen Besitz und seine sozialen Beziehungen. All seine Überlegungen und Entscheidungen beruhen aber auf Wissen. Er schätzt den Wert der indifferenten Dinge richtig ein und weiß, dass sie nicht entscheidend sind für ein glückliches Leben. Der gewöhnliche Mensch hingegen handelt in seinen Bemühungen um körperliche Gesundheit, Besitz oder soziale Beziehungen emotional, impulsiv, unüberlegt oder widersprüchlich. Er überschätzt den Wert der indifferenten Dinge und meint, diese seien entscheidend für sein Lebensglück. Der Wert der indifferenten Dinge unterscheidet sich grundsätzlich vom Wert der Tugend. Cicero vergleicht den Wert der indifferenten Dinge mit dem Schein einer Lampe und den Wert der Tugend mit dem Strahlen der Sonne. Indifferente Dinge und Tugend liegen auf einer völlig anderen Werteskala. Man wägt daher auch niemals Tugend gegen indifferente Dinge ab, sondern die Tugend ermöglicht erst, indifferente Dinge korrekt einzuschätzen und sinnvoll gegeneinander abzuwägen. Normalerweise sollen Dinge mit positivem Wert bewahrt werden, vor allem die eigene Gesundheit und das Leben. Es kann jedoch auch Fälle geben, in denen es rational ist, Dinge mit positivem Wert aufzugeben. Wenn ein Tyrann beispielsweise alle Gesunden im Land für eine tödliche Zwangsarbeit rekrutiert, müsste der Tugendhafte seine Gesundheit opfern, um nicht für die Zwangsarbeit ausgewählt zu werden. Die Aufgabe des einen indifferenten Dings, der Gesundheit, bewahrt dann das andere indifferente Ding, sein Leben. Der Tugendhafte hält aber auch nicht um jeden Preis an seinem Leben fest, sondern erkennt, wann der richtige Zeitpunkt für den Tod gekommen ist. Demzufolge setzten einige Stoiker ihrem Leben selbst ein Ende. Cato der Jüngere, für Seneca das Vorbild des stoischen Weisen, beendete beispielsweise sein Leben, um Caesars Tyrannei zu entgehen. Seneca beging auf Befehl des Kaisers Nero klaglos Suizid, und auch Zenon und Leontes beendeten Berichten zufolge im hohen Alter ihr Leben selbst. Die Tugend ist für die Stoiker das einzige Gut und die einzige Bedingung für ein glückliches Leben. Ein tugendhafter Mensch ist ungeachtet aller Umstände glücklich. Obwohl die indifferenten Dinge nicht über ein glückliches Leben entscheiden, spielen sie dennoch auch im Leben des Tugendhaften eine Rolle. Tugend zeigt sich nämlich gerade im Umgang mit den indifferenten Dingen. Ein tugendhafter Mensch geht stets rational mit indifferenten Dingen um.
Die deutsche Philosophin Katja Vogt beschreibt den Fall eines Kletterers, der an einem entlegenen Ort in den Bergen seinen Arm einklemmt und sich nur retten kann, indem er diesen abtrennt. Er lässt sich medizinisch behandeln, erholt sich und kann nach einem Jahr wieder klettern, wenn auch nur einarmig. Das Beispiel vom Kletterer veranschaulicht verschiedene Aspekte der stoischen Ethik. Leben und körperliche Gesundheit gehören ebenso wie Tod und Krankheit zu den indifferenten Dingen. Sie sind gleichgültig und irrelevant für das persönliche Glück. Sie haben aber dennoch einen positiven bzw. negativen Wert. Auch ein stoischer Kletterer rettet sein Leben bzw. vermeidet den Tod. Er nimmt nach seinem Unfall medizinische Hilfe in Anspruch und achtet auf seine Genesung. Denn das Leben beinhaltet mehr als nur Wissen und Tugend. Verschiedene Situationen, Begegnungen und Herausforderungen prägen das menschliche Leben entscheidend. Die Tugend besteht in dem Wissen und der Fähigkeit, mit all diesen Gegebenheiten ideal umzugehen. Tugend ermöglicht erst, auf die richtige Art und Weise mit allen indifferenten Dingen des Lebens umzugehen. Dazu gehört auch, seine Gesundheit zu erhalten, seinen Besitz zu bewahren und soziale Beziehungen zu pflegen. Laut stoischer Ethik entscheidet allein die Tugend über das Lebensglück. Man kann ohne einen Arm, nicht aber ohne Tugend glücklich leben. Wenn der stoische Kletterer also seinen Arm abtrennt, sich in medizinische Behandlung begibt und sich um seine Genesung bemüht, dann verfolgt er mit diesen Handlungen nicht das Ziel, glücklich zu sein. Sein Handeln richtet sich vielmehr danach, was positiven und negativen Wert hat. Auf indifferente Dinge also, die für das glückliche Leben nicht relevant sind. Der Verlust eines Armes oder die Gesundheit des Kletterers spielen selbstverständlich für das Leben des Kletterers eine Rolle. Sie sind aber nicht entscheidend für sein Lebensglück. Für das glückliche Leben ist nur Tugend erforderlich. Diese garantiert, dass er auch mit nur einem Arm glücklich ist. Was hältst du persönlich von der stoischen Güter- und Werttheorie? Schreibe deine Meinung sehr gerne unten in die Kommentare. Mit dem Quizlet Lernset Stoa Ethik kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!